Ich gieße meine Tomaten regelmäßig, und sie bekommen weder Krautfäule noch gelbe Blätter, rollen sich nicht ein, platzen nicht auf und welken auch nicht in der größten Hitze. Heute zeige ich euch ein einfaches, natürliches Rezept, das viele Gärtner im Sommer verwenden. Am Ende des Videos verrate ich euch die genauen Zutaten und Mengenverhältnisse, also bleibt dran. Wenn die Temperatur bei euch über 35 Grad gestiegen ist, ist der größte Fehler, die Tomaten einfach immer mehr zu gießen. Das führt oft zu geschwächten Wurzeln, die Pflanze wird zusätzlich geschwächt und die Früchte platzen auf. Es gibt eine viel bessere Methode, der Pflanze zu helfen, die Hitze besser zu vertragen. Diese natürliche Lösung stärkt die Pflanze, fördert die Entwicklung nützlicher Mikroorganismen im Boden und trägt zu einer besseren Nährstoffaufnahme bei. Gesunde und kräftige Wurzeln vertragen tomatenhohe Temperaturen viel besser, und die Blätter bleiben grün und vital. Bevor ich euch das Rezept zeige, schreibt doch bitte in die Kommentare, aus welcher Stadt ihr zuschaut und wie warm es bei euch gerade ist. Sind es bei Ihnen 30, 35 oder sogar über 40 Grad? Ich lese jeden Kommentar. Und nun zum Rezept. Geben Sie in einem separaten Behälter 200 ml lauwarmes Wasser, ein Esslöffel Trockenhefe hinzu und verrühren Sie alles gut. Geben Sie anschließend 200 ml Naturjoghurt hinzu und lassen Sie die Mischung 20 bis 30 Minuten ruhen. Gießen Sie die gesamte Mischung danach in 10 Liter Wasser und verrühren Sie alles gut. Dies ist die fertige Lösung und muss nicht weiter verdünnt werden. Gießen Sie etwa 500 ml bis 1 Liter der Lösung um jede Pflanze herum, direkt in den Wurzelbereich, am besten frühmorgens oder am frühen Abend, wenn die Sonne nicht so stark scheint. Wiederholen Sie die Behandlung alle 10 bis 14 Tage bei extremer Hitze. Joghurt enthält nützliche Bakterien, und Hefe enthält B-Vitamine und andere natürliche Substanzen, die viele Gärtner als Ergänzung zur Pflanzenernährung verwenden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diese Lösung in Kombination mit regelmäßigem Gießen und guter Pflanzenpflege anwenden. Wenn euch diese Tipps gefallen, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. In den nächsten Tagen veröffentliche ich weitere natürliche Rezepte, die Tomaten und Gurken helfen, die Sommerhitze besser zu überstehen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon mal Joghurt und Hefe im Garten verwendet habt und welche Ergebnisse ihr damit erzielt habt. Wenn Sie große, süße und gesunde Paprika ernten möchten, dürfen Sie dieses Ergänzungsmittel nicht verpassen. Viele verwenden teure Düngemittel, doch die besten Lösungen verbergen sich oft in einfachen, natürlichen Zutaten, die Sie bereits zu Hause haben. Und falls Sie bemerken, dass Ihre Paprika nicht mehr wachsen, ihre Blätter welken oder Blüten und Früchte abfallen, ist es Zeit für dieses Ergänzungsmittel. Die Lösung ist ganz einfach, aber effektiv. Sehen Sie selbst. Aber zuerst, liebe Gärtner, liken Sie dieses Video als Zeichen Ihrer Unterstützung für unsere Arbeit. Abonnieren Sie unseren Kanal, um alle unsere nützlichen Tipps zu erhalten. Also, los geht's zum Video. Entdecken Sie 2 tolle Tricks und Tipps für Ihren Garten. Milch ist ein wahrer Schatz für Pflanzen. Sie enthält Calcium, Eiweiß und nützliche Bakterien, die die Pflanze stärken und Krankheiten wie falschen Mehltau vorbeugen. Und Kamille? Sie beruhigt nicht nur uns, sondern auch den Boden. Sie hat antibakterielle und antimikrotische Eigenschaften. Durch die Zugabe von getrockneter Kamille oder Kamillentee zum Boden schützen Sie die Wurzeln Ihrer Paprikapflanzen und stärken deren Widerstandsfähigkeit. So bereiten Sie dieses natürliche Ergänzungsmittel zu. Geben Sie 200 ml Milch, vorzugsweise Vollmilch, zu 1 Liter Wasser. Fügen Sie eine Handvoll getrocknete Kamille oder einen abgekochten und abgekühlten Kamillenteebeutel hinzu. Gut umrühren und die Flüssigkeit direkt in die Erde um die Pflanze herum gießen, nicht auf die Blätter. Ein weiterer Tipp: Vergraben Sie den restlichen Tee oder Kamillentee in einem flachen Loch neben dem Stängel. Dieser zersetzt sich allmählich und nährt die Pflanze von innen.
Wenden Sie dieses Ergänzungsmittel alle 10 Tage an und beobachten Sie, wie Ihre Paprikapflanzen wachsen. Wenn Ihnen dieser Tipp gefallen hat, geben Sie uns ein Like und teilen Sie das Video mit Ihren Gartenfreunden. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere natürliche und wirksame Rezepte für Ihren Garten zu erhalten. Seht mal, wie gut meine Tomaten dieses Jahr sind. Heute verrate ich euch einen Trick, den viele Gärtner gerade erst entdecken. Schaut euch das Video unbedingt an, denn am Ende zeige ich euch, welche Anwendungsmethode die besten Ergebnisse liefert. Viele denken beim Thema rote Zwiebeln sofort daran, sie einfach um die Pflanzen zu streuen. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, und eine davon ist deutlich effektiver als die anderen. Bleibt also bis zum Schluss dran und lasst ein Like da, das würde uns sehr freuen. Danke, so mache ich es, ich hacke die rote Zwiebel fein und streue sie um die Tomaten. Während sie langsam verrottet, verströmt sie einen Geruch, den viele Schädlinge nicht mögen. Außerdem zersetzt sich organisches Material und reichert den Boden an. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Man kann die fein gehackte Zwiebel auch ganz nah am Stängel verteilen, aber darauf achten, dass sie nicht direkt auf der Pflanze liegt. So bleibt der Geruch länger dort, wo er am meisten gebraucht wird. Es gibt noch eine andere Methode, die ich besonders mag. Graben Sie neben der Pflanze ein kleines Loch, 5 bis 10 cm tief. Geben Sie eine Handvoll fein gehackter roter Zwiebeln hinein, bedecken Sie sie mit Erde und gießen Sie sie an. So verrotten die Zwiebeln langsamer, und ihr Geruch und die organischen Stoffe wirken direkt im Wurzelbereich. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie mehr Tomaten haben, können Sie die gehackten Zwiebeln mit etwas Kompost oder gesiebtem Mist vermischen und die Pflanzen mit dieser Mischung mulchen. Dadurch speichert der Boden länger Feuchtigkeit und es wird organische Substanz zugeführt, die sich nach und nach zersetzt. Viele fragen mich, ob man auch getrocknete rote Zwiebelschalen verwenden kann. Natürlich. Werfen Sie sie nicht weg. Sie können die Schalen klein schneiden und um die Pflanzen verteilen oder dem Kompost beifügen, wo sie sich mit dem anderen organischen Material mit der Zeit zersetzen. Es ist wichtig zu betonen, dass rote Zwiebeln allein kein Allheilmittel für alle Gartenprobleme sind. Die besten Ergebnisse erzielt man im Rahmen einer guten Pflanzenpflege zusammen mit regelmäßigem Gießen, Düngen, Unkrautjäten, Lüften und der regelmäßigen Kontrolle der Pflanzen, um Schädlinge oder Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Schreibt mir nun in den Kommentaren, habt ihr schon einmal rote Zwiebeln im Garten verwendet oder hört ihr zum ersten Mal von diesem Trick? Ich freue mich immer über eure Erfahrungen, denn wir lernen oft etwas Neues von euch. Wenn euch diese einfachen und natürlichen Tipps gefallen, speichert dieses Video, teilt es mit euren Freunden, die Tomaten anbauen, und abonniert den Kanal. In den nächsten Videos zeige ich euch weitere natürliche Tricks, die ich in meinem Garten anwende und mit denen ich hervorragende Ergebnisse erzielt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine gesunde, kräftige und reiche Tomatenernte.